Wir fangen jetzt heute an und machen hier die Abwasseranschlüsse für das Badezimmer. Martin tut schon mal hier das eine kleine Stück verlängern, also da dran machen. Und Nala hilft sofort wieder, die den ganzen Tag geschlafen hat. Wir zeigen euch gleich, wie es weitergeht. Wir haben uns jetzt endgültig geeinigt, was wohin soll. Den Rahmen hatten wir ja nur, um den zu schützen, quasi schon mal auf die Stelzen da gestellt. Also, da ist ja der Anschluss quasi, oder halt bis da haben wir das Rohr verlegt jetzt. Hier soll die Toilette hin. Da kommt der Anschluss für die irgendwann mal Waschmaschine. Da kommt die Dusche hin. Nala, Nala, komm her. Und hier kommt das Waschbecken hin. Und quasi so grob ein bisschen neben Martin kommt dann die Tür hin. Das Fenster müssen wir noch gucken, wo wir das haben wollen. Von Martin buddelt jetzt halt für das Abwasserrohr von der Toilette schon mal das Loch weiter aus. Ja. So, die Länge des Rohres bis zum Klo ist jetzt angezeichnet und der Martin flext das jetzt mal eben ab. So, schneidet. Nala bewacht alles. Wie man die Rohre verklebt hat, haben wir euch ja im letzten Video gezeigt. Was wir aber nicht gesagt haben, ist, dass wenn man hier so eine Phase da dran feilt, dann kann man die besser ineinander stecken, fügen. Dann flutscht das besser. Sarah zeichnet jetzt hier auf unseren Rahmen mal so grob die Maße. Da soll die Toilette hinkommen. Da vorne müssen wir gleich noch ein bisschen verlängern. Da vorne, die Kamera steht. Da vorne müssen wir noch so ein bisschen verlängern, dass wir da in die Ecke kommen. Für die Waschmaschine. Also der kommt dann da in der Ecke hoch. Hier geht es ein bisschen weiter nach rechts für die Dusche. Und dann nochmal schräg hier rüber fürs Handwaschbecken. Und dann haben wir mit der Abwasserverrohrung erstmal soweit so gut alles fertig, würde ich sagen. Gestern haben wir die ganze Verrohrung soweit fertig geschafft, bis auf hier die Dusche und das Handwaschbecken, weil uns natürlich hier wieder so ein Y-Stück gefehlt hat. Ich habe komischerweise nur eins da mitgenommen, keine Ahnung, was ich mir dabei wieder gedacht habe. Dieses abenteuerliche Konstrukt ist jetzt so unser provisorisches Siphon, damit hier keine stinkenden Dämpfe aus der Klärgrube oder aus der Abwassergrube hier in der Dusche oder im Waschbecken hochsteigen können, weil die Dusche hat leider kein integriertes Siphon. Also ich kenne das jetzt aus Deutschland nicht, also da wo ich meine Dusche damals eingebaut hatte, der Duschabfluss hatte auch gleichzeitig ein Siphon mit integriert. Hat die jetzt hier leider nicht, dementsprechend haben wir uns gedacht, wir improvisieren hier und kleben uns aus den 45 Grad Stücken halt so ein Siphon zusammen. Damit wir dann hier von dem ganzen Aufbau nicht zu hoch kommen, haben wir das so gemacht, dass wir den jetzt hier in unser vorhandenes Abwasserrohr einfach einstecken und hier so ein bisschen in der Erde versenken. So, den werde ich jetzt nur einstecken und da flexibel lassen, nicht verkleben, damit, wenn irgendwann mal was mit dem Siphon sein sollte und wir da eine Verstopfung irgendwie beheben müssen und das nicht mit dem Pömpel oder was auch immer geht, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, das auseinanderzuziehen. Wir werden auch hier den Rest jetzt alles vom Siphon ab nicht mehr verkleben. So, die Dusche, den Abfluss hat Sarah hier schon mal so grob angezeichnet. Das heißt, wenn wir dann hier mit einem 45 Grad Stück hochkommen, dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir ja noch ein bisschen Platz und dann sollte das schon ungefähr hier die Höhe sein. Ja, das Ganze verbuddel ich jetzt hier wieder. Einfach wieder zu, das Loch, und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Weil ich natürlich, obwohl wir heute einkaufen waren, ja irgendwie den Siphon verpennt habe oder gedacht habe, wir haben genug, und natürlich haben wir nicht genug 45 Grad Bögen und dementsprechend können wir daran jetzt gleich nicht weiterarbeiten. Wir können aber hier am Holzrahmen noch ein bisschen was machen. Der muss ja noch... Ja, wir wollen den noch verstärken. Genau, wir wollen den doch noch ein bisschen verstärken. Irgendwie kommt uns das so abenteuerlich vor. Genau, dieses Punktfundament hatten wir bewusst, also wir hatten bewusst nur eins reingesetzt, weil hier
die ganze Platte drauf kommt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann hier auf der Verbindung, dass da nochmal die Last abgefangen wird, kann nicht schaden. Theoretisch hätten wir dann doch noch hier auch noch eins machen müssen, sollen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird er doch so halten, aber wir werden jetzt hier nochmal ein paar Verstrebungen reinmachen, um die Last nochmal ein bisschen besser zu verteilen. Ich hoffe, ihr hört uns. Es ist nämlich richtig stürmisch mal wieder. Wie fast jeden Tag im Moment. Oh, ja. Und jetzt kriege ich mir auch noch hier den Sand hier rein. Ja, weil Ja. er hat ja den Stopfen in der Hand, das Tuch. Genau, hier den Spezialstopfen habe ich ja in der Hand. Ja, besser Spezialstopfen als gar keinen. Ja, ja, die Frau hat immer recht. Ne? Ja, So ist ist das. ja doch sonst. Ja, ja. So. Da können die Machos sich ja jetzt mal auslassen. Also, Macho, was ist? Ich bin bekannt als der größte Feminist der Welt, ja. Also Ja. ich setze mich ständig für Frauenrechte ein, dass Küchen ergonomischer gestaltet werden, Ja, dass Essen schneller gekocht werden kann und so. Finde ich super. Ja. Musst du nur eine finden, die das macht? Hey. Ja, also falls eine zuschaut, ja, die sich hier so feministisch gut von mir behandeln lassen möchte, Kontaktmöglichkeiten sind unten in der Videobeschreibung. Genau, ich mach's nämlich nicht. Ja, Sarah macht es leider nicht. Also wir brauchen noch eine Dame des Hauses, also gerne Bewerbung unten an info@forfeedstoparaguay.de. Ja, wir haben es leider wieder nicht gefilmt. Ich habe gestern hier den Rahmen nochmal gestrichen mit so einem Insektizid drin. War aber eh nichts Spektakuläres. Das war eigentlich wie so eine Verdünnungsstreichen. Aufgetragen, eingezogen, weg war's. Aber dafür machen wir jetzt heute mit dem Holzrahmen weiter. Der Holzrahmen, Holzplatten, die liegen hier um die Ecke. Und die werden wir jetzt gleich erstmal drauf packen. So, die erste ganze Platte ist drauf. Der Martin wird jetzt erstmal nur hier so an ein paar Punkten grob festmachen, damit wir das von unten quasi mit der Verrohrung noch besser sehen. Weil da machen wir gleich erstmal nochmal die Löcher. So, da nehme ich und dann irgendwo hier war es. So muss ich da drunter krauchen. Aber so sieht das schon mal echt gut aus. Und das passt auch richtig gut hier an den Rändern. Ja und genau, und damit wir halt hier diese Zwischenstreme auch sehen, weil da wollen wir die auch nochmal vorsichtshalber festschrauben. Viel hilft viel, ist immer besser. Und Martin wird das jetzt gleich erstmal machen. Der Hund und die Schrauben, die er gerade schon mitbringen wollte. Die restliche Verschraubung machen wir übrigens nachher durch die U-Profile durch, dass das beides ineinander dann fest ist. Martin körnt jetzt quasi die Löcher hier vor, weil damit sieht man das nicht so richtig, wo er dann bohren ist. Aber da kommt jetzt der Waschmaschinenanschluss hin, da der Waschbeckenanschluss. Dusche machen wir später, haben wir gesagt. Und er bohrt jetzt erstmal die Löcher für die Rohre. Bum. Gut Ding will Weile haben. Yippie. So, Martin hat sich jetzt hier so 25 cm Stücke angezeichnet. Das wird dann die Verbindung vom Beton zum Holz, damit das Haus halt fester drauf ist. Und jetzt flext er das halt klein. Fertig! So, und so sehen jetzt die Verbindungsstücke aus. Die quasi wie hier das Metall, da das Holz, nee, Beton und Holz verbinden.
Mit 5 Löchern halt und da sollte nichts wegfliegen. Genau. Ich habe ja gerade im letzten Arbeitsschritt noch hier so eine kleine Phase dran gemacht, also quasi die Bohrlöcher entgratet. Normalerweise nimmt man dafür einen Kegelsenker, habe ich jetzt in der Größe eigentlich nicht zur Hand. Ich habe nur so einen kleinen und ich mache das immer ganz gerne einfach mit ein bisschen größeren Bohrer, als ich das Loch gebohrt habe. Ich habe jetzt ein 8er Loch gebohrt, habe jetzt zum Entgraten dann so einen 12er Bohrer genommen. Das geht auch ganz gut, also man muss nicht unbedingt einen Kegelsenker haben. Aber wenn man den Kegelsenker in der richtigen Größe hat, ist natürlich auch nicht schlecht. Wir sind jetzt mit der Verrohrung fertig. Da haben wir jetzt den Waschmaschinenanschluss gemacht. Hatten wir grob schon vorher gezeigt. Und hier ist jetzt der Waschbeckenablauf. Der geht jetzt hier, ich muss ja mal gucken, da rum. Genau, und dann da in das Rohr. Die Dusche, den Anschluss machen wir erst, wenn die Duschplatte quasi oben drauf liegt, dass wir dann genau durchbohren können, dass das ganz genau ist. Und jetzt geht es weiter mit der Platte, wo die Nala schon drauf liegt. Ja, irgendwie liegt die gerne da drauf. Sarah zieht jetzt hier noch so eine kleine Silikonwulst, damit, wenn wir gleich die Platten da zusammenschieben und zusammenschrauben, dass dann dazwischen so ja, ein bisschen mit Silikon abgedichtet wird. In der Hoffnung, dass nicht alles oben rauskommt. Ja, ein bisschen wird schon oben rauskommen. Da kann Sarah hoffen, wie sie will. Martin schraubt die Platte auch jetzt fest. Dann haben wir den Boden fertig. Es rattert hier. Ich sage, es rattert. Martin verstärkt das jetzt überall noch mit den Schrauben, damit das auch nicht so wackelt in sich zusammen. Ich habe das so immer in gleichem Abstand angezeichnet und er schraubt die Schrauben rein. Und dann war das gleich auch wieder fertig.